Dortmund gegen Augsburg. Das stand in der letzten Saison für jede Menge Tore, Drama und Emotionen. Wir sind gespannt, ob am Samstag das nächste Spektakel folgt. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zum Feiertagsmagazin. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ihr seht ihn schon. Mein Freund Julian ist da. Julian Brandt. Julian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns. Der Auftakt ist geschafft. Es ging direkt gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Wie wichtig war es für euch als sehr ambitioniertes Team, dass der Saisonstart gelungen ist als erstes? Und meine Frage, hat man vor dem ersten Spieltag auch ein bisschen Bammel? Nein, ich glaube Bammel nicht. Also ich glaube, zum einen, man freut sich auf das Spiel. Ich glaube, an dem Spieltag gab es ja sogar doppelten Grund zur Freude, weil wir hatten Gott sei Dank wieder Fans im Stadion. Ich glaube auch, das war ja eigentlich ein sehr, sehr großer Grund, warum man das Spiel unbedingt erfolgreich bestreiten sollte. Ich glaube, es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil wir einen sehr, sehr guten Gegner hatten bei uns zu Hause. Und ich denke, das war ein fantastischer Start in die neue Saison. In den USA ist der Overreaction Monday sehr beliebt und überraschende Ergebnisse und Personalien werden überbewertet und als Trend für die Saison prophezeit. Hier in Deutschland habe ich im Moment so ein bisschen das Gefühl, die Medien reagieren, wenn es um den Namen Julian Brandt geht, ein wenig über. Ob Pokal gegen Duisburg oder Bundesliga gegen Gladbach, Julian Brandt kommt von der Bank ins Spiel. Anlass für manch einen, bereits den Abgesang auf unsere Nummer 19 zu formulieren. Ein großer Fehler, das prophezeien wir jetzt schon. Auch im Vorjahr kam Brandt zu Beginn der Saison oft nur von der Bank. Am Ende der Spielzeit hatten nur 3 BVB-Akteure mehr Einsätze als der 24-Jährige. Wie wichtig Julian für die Mannschaft ist, das hat er in der Vergangenheit mehrfach gezeigt und wird es auch in dieser Saison allen Unkenrufen zum Trotz unter Beweis stellen. Kleiner Hinweis für Samstag: Julian Brandt hat in 12 Spielen gegen Augsburg noch nie verloren und in den letzten 3 Duellen jeweils ein Tor erzielt. Also Lüschen, weißt du Bescheid? Aber mal ganz ehrlich, Julian, jeder Fußballer will natürlich von Anfang an spielen. Das ist natürlich ganz klar. Du bist jetzt zweimal von der Bank gekommen. Wie siehst du deine aktuelle Situation? Ja, ich weiß schon, was du meinst, auch mit diesem Overreaction Monday. Ich habe das in den letzten Tagen auch ein bisschen mitbekommen. Klar, wenn Leute einen auch so ein bisschen darauf aufmerksam machen, was so geschrieben wird in den letzten Wochen, dann ist es auch für mich überraschend, komischerweise. Ich weiß gar nicht, was momentan los ist. Ich bin eigentlich sehr, sehr entspannt. Natürlich, da hast du recht, es ist für jeden Fußballer natürlich so, dass man jedes Spiel von Anfang an spielen möchte. Aber es gibt noch so viele Spiele auch, ne? Definitiv, natürlich ist trotzdem der Ehrgeiz ist ja da. So, wäre ja auch schlecht, wenn es nicht so ist. Nun ist es jetzt aber so, dass die ersten beiden Spiele sich der Coach dafür entschieden hat, mit folgender Elf zu spielen. Und das ist ja auch dann, muss man dann einfach akzeptieren. Es ist einfach so. Und ich bin aber eigentlich völlig beruhigt. Also ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Sorgen habe um irgendwas oder jetzt flüchten will oder sonstiges, sondern wie du schon sagst, es wird noch so viel passieren. Die letzte Saison war ähnlich. Da habe ich, glaube ich, im 3. Saisonspiel erst von Anfang an gespielt. Es werden so viele Sachen noch passieren. Ich glaube, es gibt viele Medienvertreter, die gut beraten sind, wenn sie sich ein bisschen beruhigen. Julian, es ist unstrittig, dass die Mannschaft in diesem Jahr qualitativ nochmal zugelegt hat. Und was glaubst du, wo kann man noch ein bisschen rausquetschen, dass man ganz mit oben dabei ist? Ja, wir müssen vor allem in der Hinrunde jetzt Gas geben. Das ist genau, ich glaube, das Beste ist es einfach von der vorherigen Saison zu lernen.
was haben wir da falsch gemacht, was für Erfahrungen haben wir gemacht, wo hat's am Ende gefehlt. Das war bei uns definitiv letzte Saison die Hinrunde, wo wir viel zu viele Unentschieden gespielt haben, wo wir Spiele vielleicht auch verloren haben, die wir nicht hätten verlieren müssen. Wir müssen Punkte holen, das ist klar, wir müssen den Druck aufrechterhalten und uns vielleicht auch gegebenenfalls selbst durchsetzen und selber mal so ein bisschen auch voranmarschieren. Und ich glaube, wie gesagt, es wird jetzt sehr, sehr spannend, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben diese Woche noch das Glück gehabt, dass wir eine normale Woche haben, wo wir uns nochmal von Spiel zu Spiel erholen können und uns ganz normal darauf vorbereiten können. Ab nächste Woche geht's los. Wir haben den Supercup, dann haben wir das Heimspiel gegen Freiburg. Dann kommt eine Länderspielpause und bis dahin müssen wir zusehen, dass wir gerade auf die Bundesliga bezogen mit 9 Punkten in die Länderspielpause gehen. So will ich dich hören. Bitte? So will ich dich hören. Ja, um ein gutes Fundament zu haben, um dann wirklich auch dann in die englischen Wochen zu gehen, wo es dann auch richtig knallt. Das letzte Duell in Augsburg war nichts für schwache Nerven. Du erinnerst dich sicherlich. Es gab ein Debüt, welches in die Geschichtsbücher eingehen wird. Grund genug für uns, natürlich in das Spiel noch mal reinzuschauen. Witzel über die linke Seite jetzt. Sancho. Pass in die Mitte. Haaland. Tor! 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 59. Minute Haaland. Sensationell. Erling Haaland. Langer Ball nach vorne. Sancho. 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 Es steht 3:3. 3:3. Ich drehe hier durch. Jetzt der Ball nach vorne. Kein Abseits. Der Schiedsrichter sagt weiter. Das ist jetzt Hazard. Hazard. Mach ihn rein. Und da ist das Tor. Wir führen 4:3. Wir führen 4:3. Haaland, ihr Tor, der macht das dritte. Ich drehe durch. Haaland macht das 5:3. Das ist wohl der geilste Einkauf der letzten 30 Jahre. Was für ein Zocker. Ich drehe hier durch. Ja, Julian, was spricht morgen für ein ähnliches Spektakel in Augsburg? Erling ist ja wieder von der Partie. Muss aber eingewechselt werden. Ja, da müssen wir uns noch drum kümmern. Aber nee, ich glaube, also grundsätzlich, ich kann mich ja auch ans Hinspiel noch erinnern, da sind ja auch sehr, sehr viele Tore gefallen. Ich glaube, ja, wir sind momentan sehr, sehr, in einer sehr, sehr guten Verfassung. Das ist ein, und ich glaube, offensiv brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir haben viele Spieler, die Tore schießen können. Die immer wieder gefährlich werden können. Wie gesagt, mit den jungen Spielern, die momentan auf dem Platz stehen sowieso, aber auch jetzt mit Marco, der jetzt wieder zurück ist. Klar, gut, ihr habt es eben erwähnt, gegen Augsburg treffe ich auch ab und zu mal. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, aber was auch sehr entscheidend ist, wir haben gegen Gladbach sehr, sehr gut verteidigt. Mhm. Und wenn wir uns das einfach beibehalten fürs nächste Spiel, ich glaube, dann wird es vielleicht wieder ein torreiches Spiel, aber da schlucken wir vielleicht weniger Gegentore, als es beim letzten Spiel der Fall war. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen, ganz klar. Was wir morgen wirklich erwarten, das klären wir gleich im Zweikampf. Zunächst schauen wir erstmal auf die Auflösung der letzten Woche. Ja, all meine 3 Vorhersagen sind zum Glück eingetroffen, aber auch Thomas war sehr treffsicher. Einzig bei der Zuschauerzahl hat es nicht ganz für ihn gereicht. Dadurch gehe ich mit 6:4 in Führung. Und jetzt schauen wir auf die Wand zum Spiel gegen den FC Augsburg, Julian. Und du beginnst natürlich. Du bist der Gast und ich bin gespannt, was du dir als erstes aussuchst. Brandt trifft schon wieder. Da hätte ich aber auch eine Menge drauf gewettet. Ich sage als erstes, BVB hat doppelt so viele Torschüsse. Ich sag Bundesliga-Debüt für Renier. Ich sage, Schwarz-Gelb wird Tabellenführer. Also entweder gehe ich jetzt auf den Einser
Heute ist sehr gut, wirklich. Sancho bleibt ohne Scorerpunkt. Dann sage ich bin jetzt mal ganz mutig. Wieder Hattrick von Haaland. Er macht keinen Hattrick. Macht keinen Hattrick. Sehr schön. Ich bin gespannt, was morgen so passiert. Julian, wir sind natürlich froh, dass wieder Zuschauer ins Stadion kommen können. Leider dürfen natürlich keine Gästefans mit nach Augsburg reisen, das ist ja auch bekannt. Ihr kennt es natürlich aus den vergangenen Jahren, egal wo ihr hingekommen seid, dass immer die Stadien voll mit Schwarz-Gelben sind. Und was glaubst du, wie es morgen ist, wenn ihr nur die gegnerischen Fans hört? Ja, natürlich ist die Situation momentan so, dass wenn du ein Auswärtsspiel hast, dass du da jetzt nicht auf große Hilfe angewiesen sein wirst, aber ich spiele meinetwegen auch lieber vor 30.000 Augsburg-Ultras oder Fans oder Mitglieder, was auch immer, als vor gar keinen. So, und, genau, das ist eine Aussage, das stimmt. Ich glaube am Ende, darüber kannst du dich nicht beschweren, nicht aufregen, weil ich bin zum einen echt froh, dass jetzt mittlerweile wieder die Fans wieder in die Stadien dürfen, und zum anderen, ich glaube, oder zumindest habe ich in den vergangenen Tagen nichts von irgendwelchen Gladbachern gelesen, die sich darüber beschwert haben, dass bei uns 9.000 im Stadion waren. Ja. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Kommt mir ja nicht ohne Dreier nach Hause. Ja, du hast ja gesagt, der Erling macht einen Dreierpack. Ja, klar. Und wir sind Tabellenführer. Von daher kann es ja nur so kommen. Ja, seht am besten zu, dass die Augsburger Fans ganz schnell, ganz ruhig sind. Dann funktioniert alles. Super. Checken wir. Alles klar. Also, Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin mal gespannt, wer beim Zweikampf gewinnt. Ich drücke die Daumen natürlich für dein Tor. Alles Gute, grüß die Jungs schön und viel Spaß in Augsburg. Tschüss, nächstes Mal dann wieder auf der Couch, ne? Ja, bitte. Das ist nichts. Wir zwei so weit auseinander. Ja, dieser Hocker ist auch unbequem. Alles klar. Mach's gut. Tschüss.